Hallo zusammen. Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal, wo wir Deutsch lernen, indem wir Geschichten erleben und gemeinsam wachsen. Heute geht es um ein Thema, das viele von euch vielleicht schon einmal erlebt haben: Freundschaften in einer neuen Stadt knüpfen. Ob für die Arbeit, das Studium oder einfach aus Abenteuerlust, irgendwann stehen wir alle vor der Herausforderung, neue Menschen kennenzulernen. Und genau deshalb habe ich heute eine spannende Geschichte für euch, in der unser Held Max versucht, in Berlin Freunde zu finden. Aber keine Sorge, es wird nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich. In diesem Video werdet ihr vor allem euren Wortschatz verbessern. Ihr lernt nützliche Ausdrücke und Phrasen, die ihr sofort im Alltag verwenden könnt. Außerdem werden wir die Shadowing-Technik nutzen. Das bedeutet, dass ihr versucht, meine Sätze nachzusprechen, als wärt ihr selbst Teil der Geschichte. Das hilft euch, flüssiger zu sprechen und eure Aussprache zu perfektionieren. Also, seid ihr bereit? Dann lasst uns loslegen und gemeinsam Deutsch lernen. Max ist ein junger Mann aus einem kleinen Dorf in Bayern. Vor kurzem hat er sich entschieden, sein Glück in Berlin zu versuchen. Die Stadt ist groß, laut und voller Leben, genau das Gegenteil von dem, was Max gewohnt ist. Am ersten Tag fühlt er sich wie ein kleiner Fisch im Ozean. Wie soll ich hier jemals Freunde finden, denkt er. Als er durch den Park spaziert, bemerkt er eine Gruppe von Menschen, die zusammen lachen und reden. Sie spielen Frisbee, und Max beobachtet sie neugierig. Plötzlich fliegt das Frisbee direkt auf ihn zu. Er fängt es reflexartig und ruft: „Ey! Entschuldigung! Was soll ich jetzt tun?" Ein Mädchen mit roten Haaren läuft auf ihn zu und sagt: „Super Fang! Kannst du es zurückwerfen?" Max nickt nervös und wirft das Frisbee. Es landet nicht ganz dort, wo es sollte, aber die Gruppe lacht freundlich. „Ich bin Emma", sagt das Mädchen. „Willst du mitspielen?" Max zögert. „Ich bin nicht besonders gut darin", gibt er zu. „Das macht nichts", antwortet Emma. Niemand hier ist ein Profi, also schließt Max sich der Gruppe an. Während des Spiels lernt er einige neue Wörter, zum Beispiel „Fang nochmal" oder „Pass es weiter". Die anderen sind geduldig und erklären ihm alles. Bald fühlt er sich schon viel wohler. Nach dem Spiel fragt Emma: „Hast du Lust, mit uns einen Kaffee zu trinken?" Max ist überrascht, aber er sagt ja. Im Café unterhalten sie sich über ihre Hobbys und Herkunft. Max erzählt, dass er gerade erst nach Berlin gezogen ist. „Dann bist du also ein Neuberliner", sagt ein Junge namens Lukas. „Willkommen in der Stadt", Max lächelt. „Danke. Aber es ist nicht einfach, neue Leute kennenzulernen." Lukas nickt verständnisvoll. Am Anfang fühlt es sich so an, als wäre man auf einer riesigen Party, auf der man niemanden kennt. Aber wenn du offen bist und einfach loslegst, passiert es ganz von selbst. Max denkt darüber nach. „Vielleicht sollte ich mich öfter auf solche Situationen einlassen", murmelt er. Später am Abend geht Max nach Hause. Er fühlt sich müde, aber glücklich.
Er hat heute etwas gelernt. Man muss nicht perfekt sein, um neue Freunde zu finden. Man muss nur mutig genug sein, den ersten Schritt zu machen. Als er ins Bett geht, denkt er, Berlin ist gar nicht so einsam, wie ich dachte. Jetzt kommen wir zum Sprachteil. Hier sind einige wichtige Wörter und Phrasen aus der Geschichte, die ihr im Alltag verwenden könnt. Lasst uns gemeinsam lernen und üben. Erster, Entschuldigung. Ihr könnt es benutzen, wenn ihr jemanden auf euch aufmerksam machen möchtet oder einen kleinen Fehler gemacht habt. Zum Beispiel, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Versucht es nachzusprechen, Entschuldigung, sehr gut. Noch einmal, Entschuldigung. Zweiter, was soll ich tun? Wenn ihr unsicher seid oder Rat braucht, ist diese Phrase sehr nützlich. Sprecht es langsam mit mir, was soll ich tun? Perfekt. Und noch ein Versuch, was soll ich tun? Dritter, kannst du? Das ist eine freundliche Art zu fragen, ob jemand etwas tun kann. In der Geschichte hat Emma gefragt, kannst du es zurückwerfen? Ihr könnt auch fragen, kannst du mir helfen? Oder kannst du das erklären? Übt mit mir, kannst du? Toll. Noch einmal, kannst du? Vierter, fang nochmal. Wenn ihr spielt oder jemandem etwas zuwerft, könnt ihr diese Phrase verwenden. Versucht es nachzusprechen, fang nochmal, super. Ein letzter Versuch, fang nochmal. Fünfter, pass es weiter. Im Spiel oder in der Gruppe könnt ihr sie nutzen, um jemanden aufzufordern, etwas weiterzugeben. Sprecht es mit mir, pass es weiter, großartig. Noch einmal, pass es weiter. Sechster, willst du mitmachen? Wenn ihr jemanden einladen möchtet, etwas mit euch zu tun, ist diese Frage ideal. Übt es mit mir, willst du mitmatchen? Gut gemacht. Noch ein Versuch, willst du mitmachen? Siebter, ich bin gerade erst hierher gezogen. Wenn ihr in einer neuen Stadt seid und darüber sprechen möchtet, könnt ihr sie verwenden. Sprecht es nach, ich bin gerade erst hierher gezogen, sehr gut. Noch einmal, ich bin gerade erst hierher gezogen. Achter, willkommen in der Stadt. Ihr könnt Stadt durch jede andere ersetzen, zum Beispiel Willkommen in Berlin oder Willkommen in München. Versucht es mit mir, Willkommen in der Stadt, fantastisch. Ein letztes Mal, Willkommen in der Stadt. Ihr habt jetzt 8 neue Phrasen gelernt. Ich weiß, dass es am Anfang vielleicht schwierig klingt, aber mit regelmäßiger Übung werdet ihr immer selbstbewusster. Probiert, diese Sätze in eurem täglichen Leben zu verwenden, sei es beim Spielen, Reden oder einfach vor dem Spiegel. Jede kleine Übung bringt euch näher zu fließendem Deutsch.